So, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder mal, eure Sandy. Ja, heute geht es mal um Goa mit den Waffen. Wie ihr ja vielleicht auch schon ein bisschen mitgekriegt habt, gibt es ja in Goa Waffen, ne? Schon manchmal ulkig. Ich habe neulich eine gesehen, eine Sklavin, ne? Hier zum Beispiel mit Krücken, lol. Ich habe neulich eine Sklavin gesehen beim Angeln, die hatte mit dem Besen gekämpft, ne? Ähm, Es gibt hier oben zum Beispiel gibt's 'ne Schaufel, lol. Also, es gibt schon verschiedene ulkige Sachen. Aber die meisten kämpfen halt mit Pfeil und Bogen, ne? Oder halt auch mit Schwerter, mit Schild und Schwert, wie man's halt aus anderen Spielen außerhalb von Second Life halt kennt, ne? Ich gebe euch gerne die Landmarke hier unten mit bei. Das ist kein Ding, ne? Die Gruppe ist umsonst und da könnt ihr euch mal hier umgucken. Äh, Die kosten natürlich auch, ne, logischerweise, Linden, ne? Wie es aussieht jetzt hier, wenn ich so richtig sehe, 600 Linden. Ähm, Tut einfach mal so. Ich habe hier von meiner Seite aus, ich habe hier das Valhalla-Set, ja, weil ich ein unheimlich großer Fan bin von Valhalla. Auch von dem Lied, das finde ich so geil, ne, und auch die Geschichte dahinter. Die muss ich mir noch ein bisschen erlesen, aber ansonsten, wir sehen uns in Valhalla zum Beispiel. Das Lied, das ist schon hammergeil, ne? Ich habe hier das Valhalla-Set. Das heißt, ich habe unten der Bogen und der Schild und Schwert, ne? Ähm, und ich glaube, da ist auch dieser Stab hier mit bei, ne? Das ist so ein Sklavenset, ne? Es, also, zurückzukommen, bisschen noch zurückzukommen auf Goa generell, ja. Ja, soweit was. Ich habe kein, wie gesagt, ich muss hier echt spoilern, weil ich habe wirklich null Buch gelesen von Goa. Und ich möchte mal Goa auf der anderen Seite kennenlernen. Mal von Pike auf mal was anderes, ne? So, wie man es ja eigentlich in richtigem Leben auch von Gesprächen, da gibt's ja auch kein Buch, ne? Und dann möchte ich das mal so ein bisschen von der Ebene raussuchen für euch, ne? Ähm, Hier ist so ein Sklavenset. Es gibt natürlich, auf verschiedenen Goa-Sims, eigentlich heißt es immer, das ist auch immer so random. Das ist von Sim zu Sim verschieden. Manche Sklaven dürfen sich, ausstatten und dürfen kämpfen, die anderen sollen es nicht, ne? Oder dürfen zwar Waffen haben, aber dürfen an verschiedenen Kämpfen nicht teilen. Das ist von, das ist wirklich von Sim zu Sim verschieden. Ja, ähm, ich glaube, ich muss jetzt spoilern, da wo ich mit meinem Gore-Avatar, Zitrone ist ja nicht mein Gore-Avatar, ne? Und was ich so mitgekriegt habe auf der Sim, wo ich jetzt gerade bin, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, wenn da ich weiß, es geht euch auf den Geist, aber das sage ich jedes Mal, da müsst ihr jetzt ein bisschen mit durch. Ähm, und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr mein Gore-Avatar gefunden habt. Ähm, Wie gesagt, hier gibt es noch Äxte, wo man mit kämpfen kann. Ne? Man kennt es aus zum Beispiel Koran, Exercise zum Beispiel, wo ich auch großer Fan von bin. Ähm, Mal so ein bisschen gerade so ein bisschen Spoiler-Alarm wegen andere außerhalb von Game. So, das sind die Waffen und Schilder. Jetzt braucht ihr noch eins und das ist oben, den habe ich an, ne, den Meter. Ähm, Wie man den richtig bedient, bin ich noch bei, ja.
ich glaube, hier kriegt man eventuell auch so Gruppengift umsonst. Wie gesagt, die Landmarke gebe ich mit bei. Hier wird auch ab und zu mal gekämpft. Ne, deshalb bin ich momentan heute hier so früh hier, weil die meisten ja noch im Bett liegen und schlafen. Ja, die meisten werden ja immer so zwischen 15, 16 Uhr wach. Und dann könnt ihr mal hier hinspringen und könnt ihr euch hier die GM-Meter holen. Ne? Der ist das hier. Ne? Also, wenn ihr mal hier guckt, hier, ne, das ist meine Waffe, was ich habe zum Beispiel. Ne, hier, den, hier, ach, der ist es hier. Was erzähle ich hier? Hier, den hier, ne? Den klickt er hier an und dann bekommt er den umsonst. Und dann einfach hier die Hood anziehen und hier den normalen Game Meter. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel, ich habe jetzt hier Köchin drüber stehen bei Sandy. Ne? Ähm, hier kriegt er noch so einen Hutdeckel umsonst. Ja. Ähm, Hier ist anscheinend noch ein Teleporter, wo man wartet mal, den berühren. Seht ihr? Hier kann man, äh, das ist auch wieder hier Vorführeffekt, ja. Wie ihr seht hier, ne, gibt es hier eine Arena, wo man kämpfen kann. Es gibt für Bogenschützen, was ich mit meinem Gore-Avatar jetzt gelernt habe, gibt es Trainingsbots Bots oder Training, wie wir sie ja nennen, KI, außerhalb KI. Ne? In Second Life nennt man die Bots. Es gibt diese Trainerbots. Einmal diese und dann gibt es da drüben noch einer. Den gibt es aber nur mit Pfeil und Bogen. Und hier könnte man sich ihn für zu Hause holen. Kostet 950 Lin. Da hat man so eine Hood bei. Ne? Ist das jetzt hier ein Typi oder ist das ein Bot? Nee, das scheint auch so ein Bot zu sein. Derselbe Bot. Ne? Und dann mal draufklicken. Ne? Ihr seht hier, ähm, ne? Ich werde jetzt hier angegriffen. So, seht ihr? Ich bin angegriffen worden. Ich habe mich jetzt extra mal angreifen lassen. Ne? Wie ihr hier oben seht, geht eine Zeit ab. Also ein Timer. Ne? Ähm, Ich tue jetzt hier einfach mal. Das dürft ihr aber nicht im Kampf anwenden. Ne? Wenn ihr jetzt im Kampf seid. Ne, was der Typ jetzt hier mit mir macht, der Bot, weiß ich nicht. Auf jeden Fall dürft ihr das nicht im Kampf machen. Ja? Ihr dürft nicht, wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein bisschen auf Gore RP Lager spielt und habt dann nicht gesehen, äh, dürft ihr, äh, dürft ihr da jetzt nicht draufklicken auf Reset. Ne? Ihr müsst dann warten bis im Kampf, wenn ihr mehrere Leute seid, bis ihr dann, bis euch dann jemand heilt. Ne? Und das könnt ihr zum Beispiel hier oben machen. Reset, ich klicke mal hier oben drauf. Jetzt dürfte ja hier keiner da sein, weil hier keiner ist. Normalerweise geht hier oben dann eine Seite, ein Dings auf, zum Beispiel Bangieren oder Fesseln und so weiter und so fort. Ich gehe mal, äh, ich lasse mich mal hier unten hin teleportieren und auf Reset, dass der mich nicht da oben angreift mehr. So, dann gibt es natürlich noch einen anderen Bot, den ich auch rausgefunden habe auf einer anderen Sim. Wenn man den anklickt, ist auch so ein Pfeilbogen-Typi, ne? Und so weiter und so fort. Also hier kann man, sind ab und zu auch nochmal Leute, hier kann man auch üben und lernen. Und es gibt ich müsste lügen,
jeden Montag oder Dienstag, ich weiß es jetzt nicht auswendig genau. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Dörfer, die so ein bisschen unter RP-mäßig sich ein bisschen Spaß haben wollen und tun sich dann ein bisschen gegenseitig angreifen wollen und ein bisschen, ne? Aber man tut ja dem Avatar in der Hinsicht nicht weh, ne? Wenn er und ne, also dann auf Bangieren und so. Vielleicht bekomme ich ja mal irgendwann mal in der laufenden Zeit vielleicht mal ein bisschen, weil ich muss wieder ein bisschen wieder spoilern. Ich hatte kurzweilig ein Gespräch mit einem Zamir, oder Zippo auch genannt, der sich damit sehr gut auskennt. Vielleicht habe ich ja mal die Möglichkeit, irgendwann mal mit ihm darüber ein Video zu machen im Kampf, wie man bandagiert und so weiter und so fort, für das YouTube-Video für euch zu machen. Wie gesagt, da muss ich den muss man halt ein bisschen der Hinsichten erst erweichen können. Ne? Das ist halt auch so ein bisschen, ne, ist halt ein Mann. Ähm, und ja, zum Thema dazu. So, dann gibt es, ihr seid natürlich wieder genial, ihr anderen Leute, dann gibt es natürlich, ich muss allerdings hier suchen, ähm, warte mal. Ich glaube, ich gebe das jetzt hier falsch ein. Ja, also, wir gehen mal hier hin. Ich habe es doch richtig eingegeben. Und zwar alle für diejenigen, die sich für Goa interessieren. Ich tue mal hier oben, weil ich ja erkunden will, ähm, ne? Erkundschaften machen will und so weiter und so fort. Ihr müsst meine Grafikkarte wieder ein bisschen entschuldigen. Die ist ein bisschen tricky. Ich tue natürlich, wie ihr schon wisst, die Landmarke unten hier mit bei. Ne? Das wisst ihr ja. Das kennt ihr ja eigentlich von mir. So, hier könnt ihr, und da bin ich heilfroh, dass das jemand gemacht hat, ja, oder halt auch mehrere. Hier kann man sich lauter Notizkarten holen von Gore. Die Geschichte ab 2012 zum Beispiel. Ne, dann klickt ihr hier zum Beispiel einfach mal drauf und ihr seht, ihr könnt euch jede Menge Notizkarten holen zum draufklicken und zum Machen und zu tun. Ähm, Hier könnt ihr euch wirklich umgucken, die Biografie von verschiedenen Leuten, die so ein bisschen die Geschichte erzählt haben und ein bisschen gemacht haben. Dann hier gibt Städte und Regionen, ne, zum Beispiel. Da kann man sich angucken, was es so gibt. Gibt natürlich noch mehr. Ich habe hier noch ein Video drüber gemacht von dem Go-Raum, ne, von dem Kartenraum, wo man dann gucken kann. Zum Beispiel hier ist die große Karte von Goa. Ja, ähm, Goa wird halt so ausgespielt, dass man das von der Erde aus nicht sieht. Ne, ist ein Planeten, den sieht man von der Erde aus nicht und von Goa aus sieht man die Erde nicht. Ist so ein bisschen auch so halt ein bisschen Rollenspiel, Fantasie-Rollenspiel-Ding halt, ne? Ähm, eigentlich, eigentlich derjenige oder diejenige oder hast du mal Erfahrung, sagen wir es mal so, hast du mal ein bisschen Erfahrung wie ich gesammelt im Mittelalter RP, ja, dann ist es nicht so ein bisschen großartig eine Umstellung. Ich sag's ganz ehrlich. Ja, es hilft vielleicht mal bei verschiedenen ähm, Leuten dann auch mal ein bisschen die Geschichte zu hören oder so. Aber generell
ich persönlich von meiner Seite aus, ich sag's ganz ehrlich, wie es ist, ich weiß aber auch nicht, wie man die Krankheit nennt. Ich kann mit einem geschriebenen Buch nichts großartig anfangen. Es klingt doof, ist aber so. Tut mir leid, es klingt doof, aber ist wirklich so. Ich kann lesen, keine Angst. Ich kann lesen und schreiben, keine Angst. Aber ich komme mit einem geschriebenen Buch, wenn ich jetzt ein Buch lesen müsste, ja, und ich würde das zum Beispiel heute durchlesen, ja, heute bisschen lesen. Und du fragst mich morgen, wie war das Buch? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber der andere Kehrpunkt ist bei mir mit einem Hörbuch. Wenn ich ein Hörbuch höre, das setzt sich bei mir so tief in die Seele und hast du nicht gesehen rein, ja, dann, das kann ich dann ein bisschen hören. Und mal so ein kleiner Werbetipp und auch noch wieder ein bisschen Spoiler-Alarm. Obacht, ein bisschen Schleichwerbung. Es gibt auf einer Sim gibt es jemand, der liest aus dem Gorbuch vor. Der spielt eine Sklavin, also es ist ein Mann, aber die Frauenstimme, die macht der einfach total geil, ja. Der liest das, wenn es ihm gesundheitlich gut geht, jeden Sonntag um, müsste ich lügen, 20 Uhr? Ja. Ich denke, 20 Uhr. Ähm, ja, 20 Uhr war es. Ja, um 20 Uhr vor. Ihr müsst dann mal ab und zu, also wenn ihr dann euch dafür interessiert, würde ich euch dann gerne die Gore-Gruppen im Auge behalten. Da kriegt ihr viel mit. Also einiges mit, ja. Natürlich gibt es da auch natürlich wieder, wie es überall gibt, so Idioten, ne? Die sich wichtig tun müssen und dummes Geschwätz und dummes Gerede labern, ne? Ich mag mal. Seht ihr, und hier kriegt ihr auch übrigens auch das System hier, ne? Da könnt ihr auch den Meter herbekommen. Also ihr müsst nicht unbedingt dahin hingehen, wo ich jetzt war, ne? Ihr seht hier C und C, den kriegt ihr auch von hier, ne? Wie gesagt, da habe ich halt schon ein bisschen was rausgelernt durch das Vorlesen, was man so alles so hauptsächlich machen kann in Goa. Ja, zum größten Teil, ich stelle mich mal so hin, dass er mich von vorne so an der Karte hier so ein bisschen, ähm, vielleicht setze ich mich auch mal ein bisschen hier hin. Was kann man hier machen, so Sitz? Ja, setzen wir uns mal hier so hin. Ähm, genau, so machen wir das mal. Und es gibt natürlich zum größten Teil, ja, zum größten Teil wird halt auch Goa, ja, äh, ist leider so, entweder im Süden sagt man Khan dazu, zu dem Oberwuder-Kumber, wie ich immer sage, also auf Mittelalter würde man sagen, der König. Im Mittelalter ist natürlich, im Goa gibt es auch einen Dorfkönig, ja, heißt aber im Süden heißt es Khan und im Norden heißt es Yal. Ja. Das ist halt der Unterschied, den ich noch nicht so persönlich weiß, warum man das so macht, oder gesagt hat. Aber müsste ich auch dann, wie gesagt, müsste ich hier dann natürlich logischerweise, um es besser zu wissen und verstehen, müsste ich jetzt eigentlich hier da durchgehen und müsste mir die Geschichte ein bisschen holen. Ne? Und das ist alles hier auf Deutsch. Und das ist das Schöne. Früher gab es einen Kartenraum, das war aber zum größten Teil nur Englisch vor 7, 8 Jahren, muss ich dazu sagen. Und da hat sich einiges geändert. Einiges. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr neu seid im Goa, hauptsächlich wenn ihr wirklich neu seid, wie ich auch,
macht doch mal eins, wie das im Mittelalter auch macht. Sucht euch verschiedene Sims aus, geht in den Kartenraum oder geht hierher. Zum größten Teil ist hier auch jemand. Es gibt natürlich auch viele Sims, die sind fast leer. Oder es gibt halt auch viele Sims, da ist jede Menge los. Ne? Und einfach mal, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, im OCC-Bereich, ja, ähm, mitnehmen. Im OC übrigens für diejenigen, die sich mit Second Life gar nicht auskennen und was OCC ist, das ist in der Hinsicht, man ist für RP-Leute, ist man ein Geist. Ob jetzt im Mittelalter oder auf Goa, man ist gar nicht da. Man ist zwar da, aber eigentlich nicht da. Also, richtig, man ist halt Geist, sag ich immer dazu, ne? Und natürlich, wenn ich ihn jetzt umstellen würde im RP, müsste ich natürlich mitmachen, wenn jetzt hier jemand wäre. Ne? Und zum Beispiel im Mittelalter sagt man ja zum Beispiel auch, wenn man ein Gespräch anfängt, habe ich immer geschrieben, zum Beispiel Gott zum Gruße. Ja? Und dann habe ich ab und zu mal hingeschrieben, ja, grüßen, wenn du siehst. So nach dem Motto, mein Witz nebenbei, ja. In Goa traue ich mich das gar nicht, sage ich ganz ehrlich. Und im Goa sagt man halt Tal. Ne? Ähm, und so weiter und so fort. Also, um richtig Goa zu verstehen, um die Leute hauptsächlich auch zu verstehen, braucht man, glaube ich, Jahre. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch soweit, ich will das Video jetzt nicht wieder ins Länge ziehen, ja, auf jeden Fall bisschen die Geschichte so ein bisschen erweitern von Goa, ne? Ähm, Nochmal Bücherraum werde ich es eventuell nennen, weil es ja der Bücherraum ist in meinen Augen, ne? Ist hier auf der Sim die vier Palmen heißt es. Oase der vier Palmen, ne, spielt im Süden und da ist es halt, wenn ihr hier RP machen würdet, ist es nach meinem Bemessen kein Jall, sondern ein Kahn. Ne, wenn der jetzt zum Beispiel ähm, auf, auf, ähm, auf X, wie das Dorf heißt, joint oder machen wollt, wie auch immer ein kleines bisschen ein Tipp, weil da habe ich meine Chorgeschichte angefangen. Ähm, Da ist es natürlich der Jall. Ne? Da heißt es natürlich der Jall, weil es im Norden ist. Ähm, ja, auf jeden Fall so. Ich denke mal, das Video werde ich nennen Bücherraum auf Goa. So, da wisst ihr mal den Titel jetzt schon, ne? Obwohl das Video gleich rum ist. So, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ähm, ja, bedanke mich für die ganzen Nachrichten. Ich bedanke mich für die Klicks und ich hoffe, es geht euch gut. Behaltet euch fit und so weiter und so fort. Die Corona-Zeit haben wir ja zum größten Teil gut überstanden. Und einige, ja. Und ja, Second Life ist wie das wahre Leben. Deshalb heißt es ja umsonst nicht zweites Leben. Ja. Wenn man natürlich in verschiedenen Situationen keine Lust mehr hat, dann macht man halt was anderes. Ne? Wenn man keine Lust mehr auf Mittelalter hat, macht man vielleicht mal ein bisschen, wie ich jetzt, ein bisschen Schnupper in Goa. Ja? Natürlich, die ganzen, die ganzen Tiere in Goa ist halt Geones. Ne? Die, die oder halt das andere System wird auch noch genommen, dieses DSF, wo ich mich überhaupt nicht mit auskenne. Und ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt auskennen will, weil ist so verschieden, das ist so ein Kuddelgemuddel. Muss ich dann mal testen und mal gucken.
Wie gesagt, vielleicht kriege ich ja vielleicht mal ein gewisser Herr Zamir beziehungsweise ein gewisser Herr Zippo mal an die Flinte und dass er mit mir mal zusammen ein Video macht und mir erklärt, wie die Waffen funktionieren. Muss ich dann mal austesten und muss mal gucken, vielleicht kriege ich ihn ja so weit. Also, bis die Tage dann irgendwann, eure Sandy. Und bleibt wohlgesund.